Willkommen bei Rothaus Bus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind dabei, unsere nächste Expedition vorzubereiten. Wir müssen uns verändern. Warum das nötig ist und wie es danach mit uns weitergeht, das erfährst du hier im Video. Wie ist es, mit dem Oldtimer auf Weltreise zu sein? Auf dich warten Abenteuer, fremde Traditionen und Kultur. Gutes Essen und die nicht endenden Probleme mit unserem VW-Bus T3. Das ist meine Frau Alessandra, unser Kuscheldackel Wilma und die Alarmanlage Mali. Und ich bin Björn. Gemeinsam sind wir Rothaus Bus. Ja, nicht wundern. Also ich fahre hier irgend so einen koreanischen oder japanischen Wagen und hole Alessandra ab. Es ist endlich soweit. Ich bin so glücklich. Ja, heute ist der große Tag. Jetzt fahre ich nach Asunción, deswegen habe ich mir auch einen Mietwagen genommen. Ja, es geht einfach schneller. Und hier in Paraguay stehen zwar 110 dran, aber ich fahre jetzt hier so 140, 150 und werde immer noch überholt. Also ich habe mich jetzt bei den Paraguayern ein bisschen angeglichen. Und die Straßen sind super, kannst du überhaupt nichts sagen. So, und jetzt habe ich, das Lustige an dieser Karre ist, ich kann hier keine CD anmachen, ich kann nichts anmachen, das geht gar nicht. Es gibt kein Radio hier, also es gibt ein Radio, aber dieses Radio hat eine Festplatte drin. Und auf dieser Festplatte ist japanische oder ich glaube es ist japanische Musik, weil da kam dann so ein Song, Sayonara. Ja, aber das kannst du dir nicht ewig antun. Nach 2 Stunden platzt dir der Schädel. Gut, jetzt habe ich noch so 70 Kilometer vor mir und dann habe ich endlich meine Frau wieder. Ja, zum Glück ist der Flughafen nicht groß. Also man kann direkt davor parken und ist auch hier direkt der Ausgang. Jetzt kommt sie gleich. Oh. Die 2 Wochen bei meiner Familie waren schnell vorbei. Aufgeladen im Herzen freue ich mich sehr, Björn und die Hunde wiederzusehen. Wir wollen unser nächstes Abenteuer vorbereiten. Hi. Wann sind wir froh, dass Alessandra wieder da ist? Also Mali, Wilma und ich, wir haben sie echt total vermisst. Und es war ein echtes Konzert, als Alessandra wieder rein ist. Also die Hunde sind im Dreieck gelaufen. Aber sie ist ja nicht nur nach Italien geflogen, um die Familie zu besuchen, sondern sie bringt von dort auch Dinge mit, die wir hier nicht kaufen können, die wir einfach für unseren Kanal brauchen, für die Weiterentwicklung und damit wir unsere Videos einfach besser machen können. Es ist ja alles in Bewegung, alles ist Evolution und es muss weitergehen. Und so wollen auch wir uns verbessern und einfach unsere Videos Stück für Stück professioneller machen, damit wir für euch immer bessere Videos produzieren. Wir haben uns zum Beispiel einen Gimbal für die Kamera gekauft, um Bewegungen zu machen, die vorher überhaupt gar nicht möglich waren. Außerdem möchten wir unsere Inhalte in 4K rausbringen, damit ihr ein geileres Erlebnis habt. Ja, was wir auch gemerkt haben, und darauf wollen wir natürlich eingehen, ist, dass unser Patagonien-Film sehr gut ankam. Wurde sehr viel geklickt, viel weitergeteilt. Viele Leute haben sich wirklich das Ding auf dem Fernseher angeguckt. Und das ist ein Grund, warum wir das jetzt weiter verfolgen werden. Wir werden, das heißt also, von jedem Reiseabschnitt, den wir hinter uns bringen, sozusagen einen Film machen. Als nächstes kommt dann Chile, weil haben wir auch von Süden bis nach Norden gemacht. Oder natürlich Paraguay. Wir haben so viel Zeit in Paraguay verbracht und auch so viele Reiseabschnitte hier gehabt, die wir auch in einem Film zusammenfassen. Gleichzeitig bleiben wir natürlich dabei, dass es unsere wöchentlichen Vlogs gibt mit all den kleinen und großen Problemen, die einem so auf einer Weltreise sozusagen entgegenkommen. Und wenn ihr unseren Kanal bisher noch nicht abonniert habt, oder du nicht, dann mach's jetzt, weil es der richtige Zeitpunkt. Für dich ist es gratis und uns unterstützt es. Danke. Wir möchten uns in Zukunft mehr aufs Reisen und aufs Filmemachen konzentrieren. Das ist es, was uns wirklich Spaß macht. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir davon leben müssen. Und deshalb haben wir entschlossen, mit Firmen Partnerschaften einzugehen, die Produkte anbieten zum Thema Reisen, Ausrüstung, Auto, alles was zu uns passt. Ja, und natürlich nehmen wir nur Dinge, die wir mögen, auch hinter denen wir auch selber stehen. Also sowas nicht. Und es wird nur Werbung auf unserem Kanal geben mit Dingen, die wir selbst benutzen, die wir selbst im Einsatz haben, die wir einfach selber geil finden. Und nur dann werdet ihr auch Werbung darüber sehen. Auch Campingausrüstung, denken wir, ist ein Thema. Wir benutzen es ja, wir haben es stetig im Einsatz. Und dann können wir auch wirklich was darüber sagen, ob das Produkt gut ist oder nicht gut ist. Was wir nicht gut finden, werden wir auch nicht bewerben. Also Paraguay und die Hitze, die hält echt keiner aus. Also wenn hier mittags ist, musst du raus aus der Sonne. Mal Alessandra fragen, ob die auch Bock hat auf Pause. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr zu arbeiten. Wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Hey Baby. Ja? Hast du auch Bock auf ein Picknick, auf eine Pause? Ja, gerne. Ich habe auch eine Überraschung, wie wir unterwegs Kaffee trinken können. Echt? Ich bin Italienerin. Ich weiß, wie man Kaffee kocht. Y a ver cómo es la calle después de toda la lluvia de ayer. Ja.
Warum hast du eigentlich, was hast du da eigentlich in deinem Rucksack drin? Wieso trägst du diesen mega Rucksack? Ich habe doch die Filmausrüstung. Te he dicho que quiero cocinar un café y no me gusta el termos, el café en el termos. Qué calor. Y hoy es un día no tan caliente. Ist aber trotzdem. Aber hier ist so feucht und es ist so schön, dass wir das Bad haben, also dass hier so ein Fluss ist, der ein bisschen Frisches macht. Der Käse ist auch am Schwimmen. It's melted. Und Käse, der es nicht gewohnt ist, das ist Greilzer, also Alpenkäse. Und der ist natürlich bei Hitze nicht mehr ganz so freudig. Ja. Jetzt hatte ich aber echt Lust auf einen Kaffee. Echt? Ich auch. Ja. Meine Überraschung willst du nicht sehen? Ja, später. Okay. Ah, este viento, hey. Björn, Kaffee ist fertig. Mierda, se ha caído la moca. Estaba super caliente. Scheiße. Hey Schatzi, beruhig dich. Komm erst mal her, trink erst mal einen vernünftigen Kaffee. Oh. Hier gibt's Kaffee. Was ist das? Ja, das ist meine Überraschung, die ich gesagt habe. Kaffeemaschine von Autin für unterwegs. Und damit hat man immer guten italienischen Espresso. Willst du probieren? Ja, gerne. Mit Crema. No puedo creerlo. Guck mal, Danke. probier. Das schmeckt richtig gut. Ja, ist geil, ne? Und super schnell auch. Also hast du in der Tasche, drückst drauf und kommt der Kaffee raus. Und welchen Kaffee hast du benutzt? Viele kleine Maschinen, und das mögen wir halt nicht, funktionieren nur mit Kapseln. Macht ja total viel Müll. Aber Autin hat eine Lösung, dass man hier direkt sein eigenes Pulver einfüllen kann. Und das bedeutet, dass man seinen Lieblingskaffee einfach überall trinken kann. Wenn du noch nicht wusstest, was du zu Weihnachten schenken sollst, dann weißt du es jetzt. Die Kaffeemaschine von Autin ist klein, praktisch und das perfekte Geschenk für all die, die viel unterwegs sind und gerne Kaffee trinken. Unterhalb von dem Video findet ihr einen Link direkt zur Webseite von Autin. Und zur Einführung des Produkts in Deutschland gibt es 10% Nachlass mit dem Rabattcode HAUS. Vor Weihnachten gibt es sogar einige Sonderangebote mit 15% Rabatt. Checkt einfach mal den Rabattcode HAUS, geht auf die Webseite von Autin und da werdet ihr was Schönes finden. Die Webseite ist bisher nur in Englisch, weil das Produkt ja jetzt auch erst gerade auf dem deutschen Markt eingeführt wird. Viele von euch fragen uns ja immer in den Kommentaren, wie könnt ihr so ruhig bleiben? Wie schafft ihr das in den Situationen, wenn Hermann mal wieder rumzickt, einfach ruhig zu bleiben und nicht völlig durchzudrehen? Die Antwort ist total einfach. Es ist die Erkenntnis zu wissen, dass alles immer seinen Grund hat. In unserem letzten Video ist ja der Keilriemen gerissen und in den Zahnriemen rein, hat also die Steuerzeiten vom Motor verstellt. Worst Case, absoluter Worst Case. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, könnt ihr ja mal hier oben gucken. Aber wir wussten von Anfang an, dass es seinen Grund hat. Und jetzt haltet euch mal fest, was im Nachgang passiert ist und wie wir uns danach gefühlt haben. Wir werden uns nie wieder aufregen, wenn was passiert. Festhalten. Hermann hat seit über 2 Jahren, wir haben den TDI-Umbau gemacht, der fährt auf der Autobahn richtig geil. Wir können 130, 140 könnten wir fahren. Wir haben eine Reisegeschwindigkeit von 125. Das ist echt ein gutes, also es läuft in der Geschwindigkeit. Wir hatten immer von Anfang an Probleme am Berg. Das heißt nicht, wenn wir schon fahren, sondern wenn wir anfahren müssen. Wenn wir also in einer starken Schrägen stehen, rückwärts oder vorwärts, rückwärts noch schlimmer als vorwärts, dann ist der Motor immer abgesoffen. Auch beim Rauffahren auf die Sandbleche, abgesoffen. Ich habe schon gedacht, ich bin zu blöd, Auto zu fahren. Der Wagen ist immer abgesoffen. Sobald ich die Sperre für unser Differential reingemacht habe, abgesoffen. So, also haben wir schon gedacht, naja, so richtig Altiplan, Berge, wir müssen aufpassen, also wir können nicht jede Strecke fahren. So, und jetzt kommt's. Jetzt haben wir den Wagen beim letzten Mal in der Werkstatt, mussten ja die Steuerzeiten neu einstellen, weil wir OT neu eingestellt haben. Das heißt, auf einmal wurde er nochmal grundüberholt sozusagen, der Motor, also die Grundeinstellung erneuert. Und jetzt festhalten,
Wir haben gar keine Probleme mehr. Wir haben kein einziges Problem mehr am Berg. Nicht beim Rauffahren auf die Sandbleche, auf den Bordstein, eine dolle Schräge, rückwärts rauffahren und wir geben gar nicht mehr Gas. Vorher ist der Wagen abgesoffen, jetzt machen wir alles nur noch mit der Kupplung. Das heißt, wir lassen die Kupplung langsam kommen, der regelt hinten nach und der schiebt uns den Berg hoch. Ich muss bei der Bergauffahrt, beim Anfahren nicht mehr Gas geben. Und das war vorher nicht der Fall. Das heißt also, hätten wir die Panne nicht gehabt, also würden wir jetzt nicht bereit sein, um in die Berge zu fahren. Und deswegen danken wir dem Universum und sind eigentlich sehr glücklich darüber, dass uns der Keilriemen gerissen ist und in den Zahnriemen reingeflogen ist. Also man kann wirklich sagen, es war absolutes Glück. Und wir leben das voll nach dem Motto, gibt ja diesen tollen Spruch, am Ende ist immer alles gut und ist es nicht gut, dann ist es halt nicht das Ende. Wilma ist schon dran, Wilma wird schon bearbeitet. Die schneiden wir auch gleich kurz. Ja. Genau, ich glaube auch nicht. Wir schneiden dir das Fell ab. Na Mali, bist du glücklich? Oh, was haben wir denn da? Fein, Mali, fein! Außerdem haben wir generell noch viel im Auto zu machen, das ist über das ganze Jahr viel liegen geblieben. Wir haben zum Beispiel so Kleister, der hier schon seit ewiger Zeit das ganze Fenster runterläuft. Von so einem Saugnapf von der GoPro, der hat die Sonne nicht ausgehalten. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile und es muss einfach mal weg, weil, ja, ist ja kein Zustand. Und bevor wir jetzt in die Berge fahren, muss halt wieder vernünftige Sicht hier sein. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie es bei uns weitergeht. Technisch ist klar, es geht nach vorne und dass wir uns verbessern wollen, ist auch klar. Und unser nächstes Abenteuer, das wisst ihr ja eigentlich schon. Also, dass wir grundsätzlich vorhaben, ins Altiplan zu fahren, Bolivien, Peru und die gesamte Region, die wir dort oben noch nicht gesehen haben, die wollen wir sehen. Da ist es wild, da ist es verlassen, es ist einzigartig, es ist geil zum Wildcampen. Sternklare Nächte, also unglaubliches Sternzelt, wie es sonst nirgendwo zu sehen ist. Und da wollen wir halt hin, ist ja klar. So, jetzt sind wir aber für diese Expedition noch nicht vorbereitet. Absolut nicht. Und zwar wisst ihr zum einen, dass unser Bus ja so ein paar Probleme hat. Also wir haben ja das Problem mit der Gangschaltung, dafür haben wir jetzt auch alle Teile bekommen. Das wird repariert. Dann wollen wir den noch mal komplett durchchecken lassen, bevor wir überhaupt in die Berge fahren. Super. Wir haben ein Lichtproblem. Vielleicht wisst ihr, dass wir schon also wer uns verfolgt, weiß, dass wir, als wir nach Patagonien reingefahren sind, uns sofort Leuchten gekauft haben. So dicke Klopper, hässlich, viereckig, sieht aus wie eine Maya. Wenn wir das Ding da draufschrauben, dann sieht der wirklich aus wie Willi. Und deswegen haben wir entschieden, oder die auch nie zum Glück angebaut. So. Und jetzt habe ich hier in Independencia richtig geile kleine Teile gefunden, die auch richtig schweinehell sind. So, und die richtig cool aussehen. Und von den Teilen wollen wir halt eben 4 da oben raufbauen, weil wir brauchen mehr Licht. Wenn wir ins Altiplan fahren, dort Offroad gehen, dann müssen wir in der Nacht was sehen, weil sonst ist es saugefährlich. Der Altiplan bzw. dieser Bereich Bolivien, Peru, wo dann auch der Salar de Uyuni ist oder meinetwegen Machu Picchu, befindet sich ja fast durchgehend über 4000 Metern. Das heißt, es ist also auch eine Vorbereitung nötig. Wir müssen schon mal auf dem Weg dorthin uns langsam an die Höhe akklimatisieren. Jetzt kommt noch was ganz anderes. Nicht vergessen, Peru. Wir haben mit so vielen Reisenden gesprochen, die sagen, wenn du in Peru ohne Hupe fährst, bist du total aufgeschmissen. Das wird nichts. Gut, haben wir verstanden. Unsere Hupe funktioniert ja nun leider nicht. Das bedeutet, wir brauchen eine neue. Haben wir uns natürlich jetzt gedacht, wenn wir uns schon eine neue Hupe kaufen und wenn wir das Ding brauchen, um uns irgendwie das Leben in Peru zu retten, dann muss es auch richtig laut sein. Deswegen kommt in das Teil ein Doppelhorn rein. In Deutschland verboten. Hier kannst du einbauen, was du willst. Also kommt ein schönes Doppelhorn rein, damit er auch richtig schön von der Straße fegt, falls uns mal irgendjemand im Weg steht. Ja, was noch dazu kommt, wir haben durch die ganzen Offroad-Fahrten total viele kleine Lackschäden. Das heißt, es sind natürlich lauter Steine immer hinten gegen die Radkästen geknallt und da liegt das Blech blank bzw. ist verrostet. Und all diese Stellen wollen wir, bevor wir in die Anden fahren, auch noch machen, weil dort haben wir für eine hohe Luftfeuchtigkeit jeden Morgen, uns rostet die Karre weg und dementsprechend wollen wir das regeln vorher. Also hier ist ja schweineheiß, hier ist man ja lieber draußen als im Auto. Also Paraguay, Nordargentinien, auch Uruguay, da haben wir ja nur keine Probleme mit dem Arbeiten und draußen sein. Auch Brasilien war super. Jetzt fahren wir aber in den Altiplan und Altiplan bedeutet, wir waren ja nur schon in Patagonien, da ist das kalt und da wird das sehr, sehr windig. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was am Auto modifizieren, dass wir in dem Ding besser arbeiten können. Wir hatten oft die Situation, dass einer arbeitet und der andere einfach
rumsitzt oder nicht weiß, was er machen soll, weil draußen so windig, dass du sowieso nichts machen kannst. Und wir nicht 2 Arbeitsplätze hatten, an denen wir wirklich gut arbeiten konnten. So, und deswegen wollen wir einen zweiten Arbeitsplatz einbauen. Also ich habe mir da was einfallen lassen, wird es auch ein Video drüber geben. Das heißt, wir werden vor unserem Beifahrersitz einen beweglichen Arbeitsplatz machen. Und dass man dann sozusagen auf dem Beifahrersitz, wenn der umgedreht ist, arbeiten kann, dann bleibt der ganze Bus ja sozusagen frei. Ob man da jetzt das Bett macht, was kocht oder eben auch arbeitet, das bleibt einem dann eben gleich. Und das wollen wir machen, bevor wir wieder in die Kälte fahren, damit wir einfach unabhängiger arbeiten können. Es gibt derzeit politische Unruhen in Bolivien. Und zwar in dem Rahmen, dass wirklich Straßensperren da sind, dass es kein Diesel gibt, dass es einfach alles so ein bisschen kompliziert ist. Und gerade in den Touristenregionen, Santa Cruz zum Beispiel, sieht das nicht so gut aus. Das heißt also, wir müssen wirklich gucken, wie wir jetzt unsere Reise planen. Ob wir zuerst nach Bolivien reinfahren oder vielleicht doch eher unten rum über Argentinien und dann erst nach Chile fahren und dann hinten über San Pedro de Atacama zum Salar de Uyuni. Und die Lagunenroute sozusagen von Chile aus fahren. Das wissen wir alles noch nicht. Das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen durchplanen und dann eben uns vielleicht auch zeitlich danach ausrichten, wie die Unruhen dort sind oder ob sich die politische Situation gegebenenfalls verbessert. Macht es ja für uns auch einfacher. Was sich auch ändert, und hier müssen wir unsere Reisebestimmungen einfach auch den Visabedingungen in Zukunft angleichen. Man konnte immer zwischen Chile und Argentinien hin und her fahren. Überhaupt kein Problem. Einen Tag nach Chile rein, wieder nach Argentinien rein, dann ist man wieder 3 Monate in Argentinien geblieben. Das heißt, man hat in Chile, Argentinien, Paraguay, in dieser ganzen Region kann man sich eigentlich so lange aufhalten, wie man mag, weil man immer wieder eine Grenze übertritt und dann eben wieder 3 Monate hat. Jetzt ist aber so, dass Bolivien 3 Monate im Kalenderjahr anbietet, wenn wir das richtig verstanden haben. Das heißt also, ist man jetzt im Januar einen Monat da gewesen, kann ich im November, Dezember nur noch 2 Monate bleiben. Und Peru ist auch anders. Also da muss man jeweils gucken. Peru hat zum Beispiel 180 Tage, das wäre dann einfacher. Auf jeden Fall müssen wir unsere Reisegeschwindigkeit jetzt den Visabedingungen so ein bisschen mehr anpassen und einfach schauen, wie lange dürfen wir in einem Land bleiben? Macht es jetzt Sinn, dort reinzufahren? Ist da jetzt Regenzeit? Ist da jetzt kalt? Ist da jetzt warm? Und diese Geschichte, die kommt jetzt zum Tragen. Vorher war es einfach egal, weil wir gesagt haben, okay, Süden Sommer, Norden irgendwie im Winter auf der Halbkugel hier. Das heißt, dass wir nicht so wahnsinnig kalt haben. Aber in die Regionen, die wir jetzt fahren, die äquatorial sind, da interessiert halt mehr, ist Regenzeit oder ist nicht Regenzeit. Und zu guter Letzt müssen wir noch die Papiere für die Hunde vorbereiten. Das ist hier in Paraguay eigentlich sehr einfach. Also hier geht man wirklich nur zu einem zertifizierten Tierarzt, der schickt die Sachen nach Asunción. 2, 3 Tage später hat man dann per E-Mail ein Dokument mit einem QR-Code und da ist dann der Hund sozusagen erfasst und das Thema ist durch. Man kann 60 Tage mit dem Hund reisen. Das wollen wir natürlich auch noch in Paraguay machen, bevor es überhaupt losgeht. So, ihr Lieben, wir sind euch ja noch etwas schuldig. Wir haben ja ein Gewinnspiel gemacht, als wir 10.000 Followers erreicht haben. Genau, wer das Video noch nicht gesehen hat, das oben ist es verlinkt. Wir konnten euch ja bisher nicht sagen, was es zu gewinnen gab, weil es eine Überraschung sein soll. Und jetzt ist das Geschenk angekommen und deswegen können wir euch ja jetzt sagen, was es ist. Also wir sagen es euch nicht. Schaut am besten selbst, die beiden heißen Jana und Heiko. Liebe Alessandra, lieber Björn, jetzt wollen wir euer Bäckchen auspacken. Wir sind schon ganz gespannt, wie es drin ist. Und wir haben es mal vorsichtshalber kühl gelagert. Wir haben keine Idee, was drin ist. Ja. Nicht schütteln! Es klappert nicht, ja. Ja, schauen wir mal. Zum Feier heute am 1. Dezember machen wir heute kein Fenster auf, kein Türchen auf, sondern eben ein Bäckchen. Genau. Achso, heute ist der 1. Dezember. Heute ist der 1. Dezember. Genau, heute ist genau. Der erste Advent, Ja. der 1. Dezember. Okay. Wir haben heute einen großen Adventskalendertürchen. So, Dank euch. genau. So, und jetzt großer Moment. Yeah. Tada! Tada! Gut verpackt. Das war schön, ja. Ja, geschickt. Du musst hier noch. Ja. Oh. Oh. Ja, was haben wir denn da? Wer holt's raus? Oi, ein Bäckchen argentinischer Kaffee, denke ich mal. Ja, Mm. für unsere Espresso-Maschine. Genau. Vermutlich mal. Novo, super. Cool. Ja, Das macht dann vielleicht Kaffee. auch mehr. Dass wir vielleicht Genau. dann auch mal nach Argentinien Genau. fahren Vielleicht. mit unserem Bus und
können wir ja Nachschub selbst abholen. In Brasilien oder Argentinien. So, und hier Es geht noch weiter. geht noch weiter. Hier wird eingepackt. Was ist dran? Ui. Ah ja, Das- cool. Ich weiß, das ist nicht Kaffee, das ist der Tee. Nee, ist das. Ach so, genau, Ja. Mate, Kaffee. Jetzt. Das ist der Tee, den die Argentinier doch hier. Genau, jetzt müssen wir erstmal. Wow, das ist ja cool. Dankeschön. Jetzt zeig's mal richtig in der Kamera her. Das ist ja angeblich das, mit dem die alle rumlaufen. Aber sollte das nicht. Ja. Das müssen wir erstmal lesen, wie das genau funktioniert. Und Weil ja, ich glaube, der Tee kommt hier rein, ne? nee, der Tee kommt hier normal in den Glas rein, in den Becher und dann Hier wird ziehst du gefiltert. das. Nee, und dann ziehst du das ja hier raus. Dann schutzt du das raus. Und Tee ist hier drin. Ja, Also, die wir, besten. also wir laufen jetzt quasi auch bei uns immer mit einer Teetasse rum. Ja, danke schön, prima. Wir freuen uns. Dann haben wir einen coolen Aufkleber noch von euch. Die werden wir bei uns im Erzgebirge. Vielleicht auf den einen oder anderen Weihnachtsmarkt. Genau, haben wir noch Sticker oder was? Ja, nee. Sticker. Ja, prima. Prima. Und eine Karte. Eine Karte. Ja, es gibt natürlich auch noch einen Brief dazu. Ein Brief. Hoffentlich nicht in Italienisch. Nein, nein, nein. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Hier kommt euer Gewinn. Wenn ihr wissen wollt, wie man Mate zubereitet, meldet euch bei uns. Denn nur mit der richtigen Zubereitung schmeckt es so, wie es schmecken soll. Liebe Grüße, Alexandra und Björn. Cool. Ich würde sagen, wir müssen uns melden. Ja, Das ist jetzt nichts Typisches für Deutschland. fürs Erzgebirge. Aber wir sind dann bestens vorbereitet, wenn wir mit unserem Bus mal in Argentinien sind. Ja, das wird Dann haben wir quasi schon Vorteil für uns. Ja, Dankeschön. nur noch einzukaufen. Dankeschön. Ja. Echt cool. Und ich hatte erst einen Kaffee, genau, hier steht's ja, Mate. Reingefallen. Reingefallen. Tee ist es. Aber So. das ist nicht schlecht. Ich trinke ja lieber Tee. Und dann muss ich der Heiko halt umstellen und dann mit Tee trinken. Ja, müssen wir uns ja Cool. dann selbst Nachschub abholen in Argentinien. Nee, echt lieb von euch. Danke. Freuen wir uns. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben noch ein zweites Geschenk versendet, weil ohne ihn wären wir niemals bis hierher gekommen. Ja, unser gelber Engel. Genau, wir reden nicht vom ADAC. Nein, also es ist einfach so. Also Dominik von der VW T3 Synchro Schrauberecke hat uns ja doch mehrfach den Arsch gerettet. Also zumindest mal die Weiterfahrt. Und auch trotz Zeitverschiebung, Dominik war immer erreichbar. Ich weiß nicht, wann der schläft, ich weiß nicht, wie der das macht, aber wir konnten den wirklich zu fast jeder Tages- und Nachtzeit erreichen und haben sofort Fernsupport gehabt. Fernsupport aus dem Schwarzwald. Ja, danke, Dominik. Ja, richtig geil. Und für den ist das zweite Geschenk. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich habe hier ein Paket bekommen, das ist adressiert von mir an mich. Ach, das ist ja komisch, ja? Wollen wir mal nie gucken. Überraschungspaket. Eine Tüte. Eine Tüte. Pitarella.com. Mal schauen, was das ist. Schuhe habe ich mir keine bestellt. Oh, ha? Das? Ich glaube, das könnte ich ahnen. Mal gucken wir mal, ist noch ein Umschlag dabei. Aha, habe ich mir fast gedacht. Von Alessandra und Björn. Lieber Dominik, danke für deine Hilfe. Ohne dich wären wir oft verzweifelt. Damit du ab jetzt auch in den schönen Momenten an uns denken kannst, schicken wir dir dieses Geschenk. Es kommt von Herzen und aus Brasilien. Oh, ich glaube, das ist das weiteste Paket, das ich jemals gekriegt habe. Ganz liebe Grüße, Alessandra und Björn. Alessandra und Björn, ich bedanke mich recht herzlich. Das ist ja wirklich, das ist stark. Das hängen wir
Ich denke hier hin, direkt neben mein Werkzeug. Dann ist das in Zukunft, wenn ich mal wieder Videos bringe, immer auf dem Video. Und dann denke ich auch immer an euch. Das machen wir jetzt, das hängen wir mal schnell auf das Ding. Das ist ja cool. Mit Thermometer. Und das ist echtes Glas, gell? Das ist eine echte geschmolzene Flasche. Ich denke, hier müsste eine gute Position dafür sein. Dann haben wir es in Zukunft immer im Bild. Hängt. Obergeil, oder? Ja, so ungefähr 12 Grad haben wir. Wenn das Bier schon ein bisschen kälter. Ha! Geht ja wunderbar. Alessandra und Björn, ein herzliches Dankeschön.